Das ist unsere Stefanie. Ja, 1,60 Meter groß. Neben einem Fahrzeug, das gefühlte 3,50 Meter hoch ist. Wir sind bei Hymer Eriba Hymer Car Liner 839 mit Einzelbetten exklusiv. Und du merkst schon, das hier ist eine ganz andere Liga, oder? Absolut. Also wenn ich daneben stehe, dann denke ich, es ist ein kleiner LKW. Es ist ein LKW. Es ist ein LKW. Es ist ein LKW. Wir werden gleich mal erfahren, was drin ist, denn ein Teil vom Cockpit ist noch drin. Oft hat Hymer ja auch Mercedes-Benz verwendet. Du hast eine ganz große Scheibe drin. Du bist noch höher wie bei den anderen. Ich bin gespannt, wenn ich da jetzt reingehe, So, wie ich mich dann fühle. Aber dann müsste ich im Prinzip einen neuen Führerschein machen. Oder darf ich den dürfte Wir ich können mal schauen. Also hier, da steht das Gesamtgewicht. Ist 6.700 Kilogramm. Nee, den durftest du fahren. Den dürfte ich fahren. Ja, das ist so. Das heißt hier, der liegt jetzt bei 89,9. Kostet der, ist 11 Jahre alt. Das ist allerdings, hier haben wir ein Iveco Daily 3,0 M-Jet. Das heißt, ein richtiger LKW ist hier drunter. Das siehst du auch an den Rädern. Das heißt, da sind jetzt keine normalen Rädchen drauf, sondern das sind schon richtige LKW-Reifen. Das sieht man auf jeden Fall. Schon ein bisschen größer. Hier vorne hast du dann auch die Zwillingsbereifung. Das bedeutet, du hast hinten 2 Reifen. Schau mal drunter. Das ist, damit die Achslast verteilt wird. Ah, ja, ich sehe. Ich zeig mal gerade hier vorne, dass man das mal sieht. Das ist die Zwillingsbereifung, die drauf ist. Und du hast wahrscheinlich so Gimmicks wie Hubstützen. Ich guck mal gerade drunter, ob der Hubstützen hat. Nee, da sehe ich jetzt keine, aber das werden wir gleich mal rauskriegen. Interessant ist die Größe allein, wenn du mal da stehen bleibst. Und da kannst du dir vorstellen, wenn du damit natürlich auf einen Campingplatz fährst, dass du dann jemand schon mal die Sonne wegnimmst, je nachdem wie du stehst. Das denke ich auch. Also ich glaube, da muss man ja auch vorher einen Platz buchen, ne? Also für so einen großen... Nö, 8,39 geht noch. Also Echt? da kommst du hin. Aber so ab 9, 10 Meter kommst du nirgendwo mehr rein. Da wird es ein bisschen schwieriger. Ja, ich möchte jetzt mal rein. Ja, noch nicht. Denn wir zeigen erstmal Geduld. Denn das ist so das Liner-Heck, sage ich jetzt mal. Das ist wie beim Reisebus, mehr oder weniger. Hier vorne siehst du Hymer. Also das ist stellt schon wirklich was dar. Liner 839, damals ein Vermögen gekostet, wahrscheinlich 2009. Jetzt 89.000 Euro. Das Interessante ist, wenn man sowas beim Händler kauft, hast du natürlich ein Jahr Garantie. Das ist der Vorteil. Das heißt, du kaufst was und kaufst nicht die Katze im Sack. Genau, wenn du kurz zu mir kommst, ich zeige dir mal ein kleines Detail. Denn du wirst es da nicht öffnen können. Ich habe es so ausprobiert, aber hier. Wenn du da mal kurz aufmachst, bitte. Nee, geht leider Doch, geht. auch nicht. Feste ziehen. So, Sehr jetzt fest zu dir ziehen. Wow. Ja, nicht sehr feste, aber jetzt geht's hoch. Und jetzt bist du schon mal trocken. Du kannst drunter durchgehen. Siehst du? Ja. Das ist wie ein kleines Vorzelt, kann man sagen, ne? Ja. Und guck mal, Ersatzreifen, Wahrscheinlich Winterreifen, Winterreifen, genau. die drauf sind. Und jetzt hast du hier richtig Platz. Also hier ist wirklich richtig Platz. Schreib mal kurz rein, dass ich. Fahrräder, Genau, Motorrad. vielleicht da vorne auf die Ecke einmal mal kurz rein mit den Schuhen. Kannst du ruhig machen. Dass man mal sieht, im Vergleich zu den anderen. Da vorne Ja, hast bei du den nämlich. anderen musste ich mich wirklich bücken oder saß in der Hocke. Und ich meine hier, klar, ich bücke mich, aber ich stehe. Ne? Also der untere Teil steht richtig hier drin. Ich habe echt viel mehr Platz. Ich hoffe, du hast nicht wehgetan. Nein. So. Ich bin auch robust. Du bist ein Pferdemädel. Ich bin Pferdemädel, immer im Pferdestall. Schau mal, der hat eine Schubkarren. zentrale Klappensteuerung. Siehst du das da? Ja. Da ist ein Motor dran. Und du kannst dann die Klappen mit dem Schalter einfach auf und zu machen. Das heißt, du musst nicht jede Klappe einzeln dann mit dem Schluss. Da hinten ist die Dusche drin. Wenn du mal unten an dem roten Teil, nee, da wirst du nicht drankommen. Das passt. Welches rote Teil? Siehst du das rote Teil? Siehst du das, was da hinten ist? Ja. Das ist eine Notentriegelung, falls du mal einen einsperrst. Okay. Das ist so Vielleicht will ich den ja dann auch gar nicht mehr rauslassen, wenn ich den hier einsperre. Da vorne habe ich eine Stange. Die Stange ist übrigens nicht dafür da. Wenn du mal kurz noch mal rauskommst. Wenn du mal kurz die Stange guckst hier. Guck mal. Die? Ja, nee, die Ah, oben. die hier. Was könnte das sein? Ja, hier kann ich Jacken hinhängen oder... Gott, das ist also nichts für Training. Nee, ich denke, ja, für Klamotten. Da ist die Fußbodenheizung. Sieht man sehr schön. Die hat er mit drin. Und du siehst auch alles, die Verarbeitung hier oben, das ist ein bisschen anders, wie das, was wir eben gesehen haben. Ja, das ist ein bisschen natürlich neuwertiger, ist klar. Aber auch hochwertig. Robust. Robust, also die Dinger fahren auf LKW-Basis. Und ich zeige noch mal gerade, wie du da drunter stehst, wie groß allein die Klappe ist. Das ist schon... auf einen kleinen Regenschauer abwarten. Ja, genau an der Stelle wird es, glaube ich, nicht gehen, weil die sich hier öffnet, quasi.
Da wird es quasi rauskommen, aber so den groben Regen wird es erstmal abhalten. Cool. So, hier hast du noch mehr Klappen. Hier vorne hast du noch eine, ich hoffe, die ist auf. Wenn die zentral verriegelt ist, haben wir Glück. Ne, ist zu. Dann machen wir innen mal. Hier, guck mal da rein. Das sieht aus wie Wasser. Wasser, ja genau. Meistens haben die 200-300 Liter Tanks. Wir können gleich mal nachschauen. Hier kann man durchladen, aber wir werden mal gucken, ob wir die zentrale Klappensteuerung aktiviert kriegen. Die ist nämlich bei den Fahrzeugen immer mit dabei. Da ist offen, ich komme gleich zu dir. Ich zeige mal gerade die Front mit der Steffi komplett. So sieht er denn aus von der anderen Seite. Richtige Busspiegel hier oben drin. Und das ist der Wassertank. Ach, das ist der Wassertank. Ja. Genau, dass du den hier einfach mal auch reinigen kannst. Der ist groß, ja. Der ist wirklich groß. Da unten ist die Entsorgung, guck mal hier. Der hat einen Festtank, das heißt keine Chemietoilette. Ja. Da wird das, ich sag mal, die Fäkalien, die werden gesammelt in einem großen Tank. Und da kannst du sie einfach rauslassen, kannst sie abpumpen. Da gibt es spezielle Auffangstationen. Ohne Chemie ist das. Finde ich persönlich besser. Ich bin ja sowieso jemand, der gerne nachhaltig lebt. Und Hier ist Strom darauf achtet. wahrscheinlich. Guck mal drunter. Nee, Diesel. Diesel. Okay, Diesel. Sehr schön. Also ich glaube, er ist noch nicht aufbereitet. Wir werden aber gleich mal reingucken. Das ist ja immer so eine Sache, wie man das gerne hätte. Das hier ist ein Hymer Car-Liner 839 Einzelbetten exklusiv mit Einparkhilfe. Der ist voll. Festbett, Klimaautomatik, Markise, Mittelsitzgruppe. Alles, was das Herz begehrt. Hubstützen hat er übrigens auch. Die will ich jetzt mal gerade gucken. Steht zumindest drauf, dass er sie hat. Die Hubstützen haben den Vorteil, da vorne sind sie. Wenn du mal kurz mal runterkommst zu mir, mal gerade, ob ich die abgebildet kriege. Da sind sie, siehst du sie? Die Stempel da, Ja. siehst du die? Und der nivelliert sich, wenn er schräg steht, vollautomatisch aus. Ja, okay. Das bedeutet, du kannst also ruhig schräg stehen und du drückst auf den Knopf, da steht er wieder gerade. Wahnsinn. Für das Frühstücksei in der Pfanne. Ja, damit es nicht in die Ecke rutscht. Das ist wichtig. So, mach mal hier auf, ob es da aufgeht. Sieht schon mal gut aus. Nee? Doch. Sehr schön. Und hier hast du dann meistens, guck mal hier, der Durchladen, relativ lange. Ja, für Skier oder Surfbrett. Brett. Der alte Surfbrett. Der alte Surfbrett. So. Aber alles richtig groß. Sonnenschirmer. Kann Sonnenschirm. Man auch, ne? Oder sowas in der Art, genau. So, jetzt gehen wir mal rein. Jetzt darfst du rein. Jetzt Mach mal auf. Da ist schon ein bisschen höher. Zieh mal fester. Ich muss wirklich, wenn ich den Griff anfasse, muss ich mich auf Zehenspitzen stellen. Ich meine, ich kann mich natürlich auch hier auf die... Ja. Aber Große Tür, guck mal. große Tür. Sehr, sehr große Tür. Da oben komme ich jetzt zum Beispiel nicht dran. Ja, du kannst ja hochgehen. Dann kommst du dran und kannst auch zuziehen. Guck mal hier, das ist auch für kleine Leute gebaut. Jetzt kommst du ran. Klappt. Aber ich nehme dich mit. Du nimmst dich mit. Ich nehme dich mit. Sehr schön. Kleines Detail hier unten. Hymer. Auch hier vorne hast du große Scharniere. Das Ganze muss ja auch ein bisschen halten. Das ist schon Aus welchem Baujahr ist der? 2,9. 2,9. Du siehst richtig am Möbeldesign. Schiffsbodenoptik ist hier schon drin. Ja, man hat, das habe ich gerade gedacht, man hat wirklich auch das Gefühl, ich bin auf einem Schiff. Von der Inneneinrichtung her. Also man nennt das auch Landjacht. Landjacht nennt man das. Ja. Das sieht auch wirklich so aus. So, hier ist die Hubstützensteuerung von Goldschmidt, automatisch. Das ist übrigens einer der Premium-Hersteller für diese Hubstützen. Ich habe selber eine Goldschmidt. Hier vorne hast du dann noch die Einstiegsstufe. Und ja, du kannst an den Boden noch ran. Was ist das? Ah ja. Sollen wir das mal direkt auf? Mach mal auf. Ah, die alte Fußbodenheizung, die du schon kennst, die ist hier drin. Ah ja, okay. Fußbodenheizung finde ich ja total gemütlich. So, wenn du mal gerade nochmal zumachst, wenn es rüberfällt. Andere Richtung, da, wenn wir schon dabei sind. Wenn wir schon. Steffi, wozu habe ich dich? Ja, Weihnachten. Genau, um auf den Boden zu kriechen und die. Rieche auf dem Boden von mir. Einmal Frischwasser, einmal Abwassertank. Die Tanks, die du drin hast. Dann ist die Optik sehr, sehr hell. Ein schönes Fahrzeug. Also ich bin Absolut. Also ist schon, hat schon was. Also wenn ich jetzt aussuchen könnte, ich wäre eher doch so ein bisschen graulastig, weiß. Aber das ist ja jetzt der Style, ne? Also es ist echt mega edel.
Ja, hier Hat ist hat was. der große Iveco mit dem automatisierten Getriebe. Das hier ist nämlich dieses agile Getriebe, was drin ist. Das heißt, das ist keine Automatik, wie du sie kennst. Es ist ein Schaltgetriebe, was automatisch geschaltet wird. Das ist ein bisschen anders. Wenn du jetzt mal wippst, merkst du was? Ja. Du hast Luxus-Fahrerhaus-Schwingsitze. Gibt's ja nicht. Doch. Das heißt, du hast Dass wahrscheinlich... ich einschlafe, weil das so luxuriös und Nein, aber entspannt das ist, du hast überhaupt keine Stöße, wenn du fährst. Nee, Wahnsinn. Also total, also finde ich gut. Dann der Blick. Also ich müsste jetzt mir den Sitz etwas höher machen tatsächlich. Das ist kein Problem. Du hast nämlich an der Seite von diesem Luxus, das geht aber nur, wenn, muss ich dich leiden, wenn an ist, weil der Luftdruck aufbaut und du kannst über den Luftdruck auf und runter machen. Das ist ja im Prinzip wie auch bei den neuen Fahrzeugen, ne? Mhm. Diese Seitenschublade. Aber das erinnert mich eben direkt an Mercedes. Ich kenne das aus Mercedes-Fahrzeugen. Das ist ein Daily, das ist so eine Art Lieferwagen für den Nahverkehr, der hier drunter ist. Ein dickes Ding, muss man sagen. Der zieht richtig was weg. Hat auch 6 Zylinder, 3 Liter, also eine wirklich starke Maschine. Ist jetzt nicht alt, ne? Also es ist schon ein 11 Jahre alt. Innendesign. Ja, du merkst aber, deswegen habe ich dich hier eingeladen, wie Ja. sich das geändert hat. Die Farben, die Formen. Das ist Innerhalb jetzt, von wobei der noch sehr, sehr aktuell ist. Ich bin ganz begeistert. Also vorne oben diese Kirschschränke, das war damals so. Das hast du heute kaum noch. Ja, das Also stimmt. Kirsche hast du nicht mehr. Nee, das stimmt. Sodass du siehst, also dieses Rote quasi und dass du durchgucken kannst. Also es ist alles eine ganz andere Verarbeitung hier. Und hier siehst du also auch die Anordnung hier vom Raum her ist sehr, sehr offen. Aber der Boden ist schon sehr Schutzboden. stylisch. Der gefällt dir. Den finde ich gut. So, Face to Face, guck mal. 2009. Das, was wir jetzt immer hatten. Im Prinzip hat sich hier nichts geändert, außer an der Farbe. Nicht so viel, aber es ist viel größer. Guck mal, Aber es ist größer. Ja, und die Raumhöhe. und die Raumhöhe natürlich. Das auch. Also ich habe ja hier noch, ich habe sowieso immer Platz, ne? Aber hier habe ich natürlich mega Platz. Stark. Die Schränke, überall Schränke. Dadurch, dass du kein Hubbett hast, hast du eine ganz andere Raumaufteilung. Heißt, der Raum ist alles ein Raum. Ich finde den Wagen aber sehr hoch. Der ist deswegen so hoch, weil er einen Doppelboden hat. Der Tank ist drunter und der Tank ist komplett beheizt. Das heißt, durch den ganzen Doppelboden gehen komplett Heizrohre durch. Guck mal hier, die Gasdruckfedern. Guck mal gerade, wenn du mal aufmachst. So kleine Details. Das ist richtig professionell Ja. oben drin. Wenn du mal gerade daneben aufmachst, sind bestimmt auch welche. Über Gasdruckfedern. Ja, hallo Roland, grüß dich. 11 Jahre alt. 11 Jahre alt. Ja, Hammer, oder? Aber ein Fahrzeug, was also im Prinzip keine Wünsche offen lässt. Ne? Und der steht schon wie lange hier? Das weiß ich jetzt nicht auswendig. Also so lange auch noch nicht. Nee, denn es geht alles weg im Moment. Was Jo. kostet so ein Fahrzeug neu? 100 Ungefähr. 130.000. Nee, Wenn man- wir wenn liegen man- hier bei 300. Wenn man da neu. Neu. Ach, neu. Neu. Würde in diese Richtung vielleicht laufen. Ja. Das ist aber für 89 schon fast ein Schnäppchen. Ja, ich sag mal so, es kommt auch drauf an, ich weiß jetzt nicht, wie viel er runter hat. Nicht viel. Ich glaube 60 oder so. Aber wenn du mal kurz schaust, bevor ich das Falsches sage. Ich kann mal eben schauen. Das runter spielt aber bei dem Daily kaum eine Rolle. Ja, guck gerade mal nach. 46.000. Nix. Wahnsinn. 11 Jahre, ja okay, man fährt natürlich nicht so viel mit diesen Fahrzeugen. Nee, ich fahre viel. Wie viel? 46.000. Aber was ihn dann vielleicht preislich interessant macht, ist eben, dass wir ein relativ kleines, in Anführungsstrichen, Klientel haben, weil der eben halt 6,7 Tonnen hat. Ne? Gut, der alte Dreier. Der alte Dreier. Der alte Dreier. Und die neuen Führerscheinaspiranten dürfen und können alle nur bis 3,5 Tonnen. Und da wird es dann ein bisschen schwieriger. Ja, ist aber wirklich sehr, sehr geräumig. Ich habe also. Ich ja jetzt richtig schön finde, Sag's. ist Entschuldigung, ich wollte nicht dazwischen reden. Ich fand das gerade nur so schön, dieses Flaschenfach. Da würde ich schöne Weinflaschen reinstellen und dann sieht das ganz elegant aus. Das, glaube ich, ist für Flaschen, ne? Oder? Vorne? Flaschen, ja. Oder Gläser? Eher für Gläser. Also hier wird der Sekt oder der Weinkelch reingestellt.
das ist also aber hier hinten kann ich die Flaschen hinterstellen. Ja, natürlich. Da kannst du die Flaschen reinmachen, vorne die Gläser. Und nochmal, das ist echtes Korian, das merkt man richtig. Ne? Das ist so ein Verbundwerkstoff aus Harz und aus Stein, wenn man so will. Und das findet man in öffentlichen Toiletten und in hochwertigen Küchen. Und das ist hier, da wird ja auf Gewicht dann keine Rücksicht zu nehmen Wenig, sagen wir mal so. sein. Ja, genau. Wenn du mal aufmachst, bitte. Hier. Ja. So eine Schublade. Ach so, ja. Gerne. Das ist auch hier eine sehr gute Schubladenführung, sehr, sehr sauber verarbeitet. Und man sieht verchromt, das ist schon richtig schick. Ne? Was ganz anderes, oder? Als die kleinen. Ja, also ich sag mal so, hier merkt man natürlich Den Preis auch. den Preis, aber auch den Verarbeitungszustand zu diesem Zeitpunkt. Ne? Also da hat man jetzt aufgrund des Gewichtes ja auch nicht Rücksicht nehmen müssen. Bei den heutigen Fahrzeugen hast du Pappelsperrholz, man arbeitet ein bisschen weniger mit Shishi, sondern es ist ein bisschen ruhiger. Ne? Aber hier, das ist hier oben gepolsterte Decke, eben halt auch aufgrund des Kondensats beim Ausatmen, dass ich das irgendwo fangen kann. Der Schall. Der Schallisolierung natürlich, das ist... Ganz, ganz großer Dometic-Kühlschrank ist drin. Hier sieht man da natürlich die Beleuchtung einzeln. Heute würde man eher mit Konturlicht arbeiten, LED. Aber das ist ja hier Raum, ne? Ein Wahnsinn. Genau, hier kannst du auch zumachen. Mach mal zu. Da ist das Raumbad genauso wie drüben. Dann Aber riesig. Das Raumbad ist aber groß. Vorne, warte, zeig mal einen Schrank. Großer Schrank. Da ist das Ausgleichsgefäß von der Alde. Ist da Genau. drin. Und hier hast du dann unten, warte, zeig noch mal kurz. Da unten hast du dann noch so Schubfächer, die du rausmachen kannst. Für Unterwäsche und dergleichen. Also das ist schon... Zum Zuziehen. Da ist die Toilette, mach mal bitte auf. Dusche. Oh, schick, schick. Großes Raumbad. Das Badezimmer ist natürlich groß, ne? Auch eine Dusche von oben. Eine Regendusche. Regendusche. Ja gut, der ist 2009. Also das ist schon, was ich interessant finde, ist die Tür, die dann sogar die Dusche verschließt, dass du so praktisch ein Gefühl hast von einem Raum. Ja, absolut. Das sind diese entsprechenden Türen, die man heute auch zwischen Toilette und hier ist es eben halt die Dusche hat. Aber man kann hier natürlich auch ein Raumbad erzeugen, indem man also diese verschließt. Richtig groß. Warte, ich zeig dich mal komplett, Ja. dass man das mal sieht. Aber nee, hier, so viel Platz. Wenn du mal gerade aufmachst, bitte. Manche Wohnungen haben ja nur so ein großes Badezimmer. Und jetzt kann man sehr schön sehen, wenn ich mal hier reinfilme in den Spiegel, wie groß das Zimmer ist. Ja. Wie viel Quadratmeter? Ach, das weiß ich nicht auswendig. So ungefähr. Also Länge mal Breite muss man dann mal rechnen. Aber ne, es gibt ja Wohnungen, die haben so ein großes ja. Badezimmer. Aber es ist tatsächlich so, dass Leute dann eben halt auch sehr lange zum Beispiel irgendwo nach Spanien reisen oder so. Die wollen und können dann auf nichts verzichten. Ne? Ja. Und haben dann also wirklich hier eher einen Bereich, wo man sich wohlfühlen kann. Hier ist die Festtanktoilette. Das ist also auch ein großes Merkmal. Du musst also keine Sachen schleppen, keine Kassetten mit Chemie alle 2-3 Tage. Dann hast du einen großen Tank mit drin, den kannst du auslesen. Dann hast du hier wahrscheinlich über Schränke drin. Mach mal bitte auf. Ich komme mal aus der Dusche. Ups. Da ist es. Wahrscheinlich ist der eine, den kann man nicht öffnen, aber hier kannst du öffnen. Es Steckdosen mit drin. Warte mal kurz, bleib auch mal gerade. Mal kurz hochgehen. Ah, jetzt hier Entsprechend auch veränderbar. mit, also die Regale mit diesem Fallschutz, genau das Wort habe ich gesucht. Fallschutz. Runterpurzeln kann während der Fahrt. Also es ist ein ganz aufgeräumter Zustand. Ne? Der ist sehr, sehr gepflegt, der Wagen. Ja, absolut. Auch Und wieder kann hier ich, nee, nix. Nee, da ist nichts. Koreanfläche. Ne? Das finde ich cool. Und das diese, gefällt mir. diese kleinen Fliesen. Ja. Das ist, ist was ganz Schickes. Und hier hast du überall mega viel Platz. Guck mal. Schublade. Oh, ups. Klappe. Klappe. Genau, wenn du mal Das aufmachst. ist dann wichtig. Toilette, Papier. Ne, unten an dem Griff bitte.
So, Ah. Da kannst du oben einfädeln. hier wäre jetzt Ach, guck. Toilettenpapier und dann hier quasi die Abreißöffnung. So, Fußbodenheizung, da sind Heizkörper wie zu Hause. Wie zu Hause Kann sind ich, wenn ich auf der Toilette ja sitze, mir die Füße aufwärmen. Vektoren Ja. also Heizungen, die also einfach eine sehr statische, ruhige Wärme erzeugt. Ne? Auch hier wieder dieses Material, das Korean. So. Also hier hat man nichts gespart, oder? Absolut nicht. Auch, haben wir auch jetzt- nicht am Gewicht. Das hier ist ja ein LKW drunter. Das heißt, auch wenn der jetzt hier 11 Jahre alt ist, da ist der gerade mal eingelaufen mit 40.000, oder? Also den kriegt man auch so schnell nicht kaputt. Auch hier eine sehr gute Verarbeitung hier, was die Matratzen angeht. Wir haben jetzt hier Formmatratzen natürlich, die dieser Rundform entsprechend ausgefertigt sind. Manche haben ja dann die Situation, dass sie sagen, wir würden gerne beim gebrauchten Fahrzeug neue Matratzen haben. Aber ich sag mal, in jedem guten Matratzengeschäft kann man sich diese Matratzen auch wieder Machen lassen. fertigen lassen. Das ist überhaupt kein Problem. Stufen. Außerdem, es gibt was Tolles, Ozon habt ihr im Einsatz bei euch. Das heißt, ihr habt Ja, O3-Generatoren. Ja. Die stehen hier einen Tag lang in Ozon, dann riechst du nichts mehr, dann riecht es wie frisch gewaschen. So ist das, ja. Die kann man, das kann man, also man kann diese Matratzen zum Beispiel auch desinfizieren lassen. Das gibt ja so Ozon reinigen, genau. Also es gibt unglaublich viele Verfahren. Meistens sind die ja gar nicht durchgesessen, weil die Leute gar nicht so oft hier geschlafen haben. Bei 46.000 Kilometern ist das wahrscheinlich gering. Die kannst du abziehen, wer halt neue haben will, kauft sich neue. Diese Ozonbehandlung ist übrigens richtig klasse. Ich habe auch so ein Ozongerät, muss man eigentlich so ordentlich entlüften danach. Ja. Denn es dauert so 2-3 Tage, dass man es benutzen kann und du hast gar keinen Geruch hier drin. Du hast nicht diesen Eigengeruch vom Vorbesitzer. Wahrscheinlich war das Gerät schon drin, ne? Ich weiß nicht, vielleicht haben die auch gar nicht geraucht. Also man riecht hier überhaupt nichts. Ne? Nee, gar nichts. Wir reinigen die Fahrzeuge auch, bevor die hier hinkommen. Und viele sagen dann auch, also erstaunlicherweise habt ihr hier wirklich Fahrzeuge, die wunderbar gereinigt sind. Ne? TV-Gerät. Gibt es auch jetzt mit 16:9, kann man austauschen. Ist gesichert. Da oben hast du dann Die Fernbedienung. Satzschüssel, ja genau. Der Empfänger Infrarot, glaube ich, für die. Infrarot. Ja, das ist ein bisschen heute noch ein bisschen anders. Das ist oftmals im Gerät selber verarbeitet. Hier haben wir noch ein bisschen älteres. Was schön ist, wenn man sich das anguckt, die Schränke sind relativ tief. Ja. Na, also ich habe hier genügend Stauraum, um die Sachen unterzubringen, die ich brauche. Ne? Chill-Out-Lounge. Ja, genau. Genau. Und diese Täschchen, da muss ich noch mal gucken. Das ist jetzt so für den persönlichen Bedarf. Und hinten ist es ein bisschen schmaler, hier, damit man auch mit Kissen so eine gewisse Anlehnfläche hat, weil man sich dann mal auch einfach hinlegen oder hinsetzen Lümmeln. will. Ja, ein bisschen zu lesen oder fernzusehen. Oder auch unterschiedlich, wenn zwei Personen fahren, der eine guckt vorne, der andere guckt hinten. Schön ist der Spiegel, der macht den Raum unglaublich groß Ja. hier drin. Das heißt, du hast ein tolles Gefühl. Komm, wir gehen mal einmal kurz nach vorne. Ihr macht mal bitte alle Türen auf, geht mal vor. Ja. Ich gehe mal kurz hier rein, dass man mal Das das Raumgefühl mal filmen kann. Ja. Das kann ich nur ohne euch. Tja, manchmal sind die auch im Weg. Manchmal seid ihr auch im Weg, ja. So, da haben wir dann tatsächlich das große Doppelbett mit einem ganz tollen Einstieg, der hier drin ist. Da sind übrigens noch, das kann man öffnen, die Stufen. Da ist nämlich noch ein Scharnier mit drin. Dann habe ich hier einen richtig hohen Ausblick. Das heißt, ich bin über allem. So leicht reingucken geht auch nicht so. Ein großes Heki hier oben. Habe den riesengroßen Schrank, machen wir mit 2 Schubladen unten. Der wirklich groß ist. Und ja, das große Badezimmer mit Dusche. Und dann, ja, komme ich hier rein, habe geschlafen, habe hier die große Küche, die dabei ist. Habe die Schränke, die Schränke machen halt den Raum unglaublich schick, dadurch, dass es eine Linie ist durchgehend. Hier habe ich dann noch, nicht wie im Boot, habe ich so Instrumente. Habe natürlich eine zentrale Steuerung. Wasserpumpe ein. Aber schnell nochmal aus. Und das Ganze sogar schon mit Farbbildschirm und zentrale Lichtsteuerung.
Und Steuerung von Multimedia. Und wahrscheinlich Tanks und so weiter kann ich da ablesen. Ja, von Hymer. Alte Fußbodenheizung. Ich habe ja eine Truma Klimaanlage, so wie das aussieht. Das könnte sein. Das kriegen wir noch raus. Da drin. Schauen wir kurz nach. Das ist ganz bestimmt klimatisiert. Guck mal. Klimaautomatik steht vorne, aber Raumklimaanlage steht nicht hier drin. Doch, Standklimaanlage. Standklima. Wahrscheinlich eine Unterflur, also keine Deckenklimaanlage. Eine Kasten. Im Kasten irgendwo unten verarbeitet. Und die entsprechenden Auslässe unten. Standklimaanlage, TV. Ja, und wir haben hier diese Swing-Sitze, ne? Diese Habe ich schon erzählt. Feder. Ja. Ich Die hab guten gedacht, alten das Isris. Ja. Wobei die auch den Vorteil haben, ich bin jetzt hier auf gleicher Sitzhöhe wie, Beine hoch. ja, und ich habe hier keine Stufen. Ich habe natürlich Stufen oben zum Bett, aber ansonsten einen sehr stufenlosen Übergang hier. Also ich bin ganz beeindruckt. Ich fahre ja so ein ähnlich großes Fahrzeug, weil ich ja viel unterwegs bin, von einem anderen Hersteller, der mit M beginnt. Und ich habe gar nicht gewusst, dass sie so große Fahrzeuge bauen bei Hymer Car. Also das doch bauen die immer noch. Immer noch, in welcher Form auch immer, entzieht sich mir, sage ich mal, ich muss da mal wieder im Prospekt nachgucken, weil wir hier kein Hymer-Händler sind, aber wir haben, das will ich nicht verheeren, auf dieser Straße natürlich alle auch einen entsprechenden Hymer-Händler. So ist es ja. Können wir mal schauen. Ich glaube, wir werden noch ein bisschen filmen hier in der Straße demnächst, liebe Stefanie. Ja, sehr gerne. Das, wir Ich mal, liebe es, Dinge zu entdecken, die ich noch nicht kenne. Und deswegen, ich freue mich. das machen wir auf jeden Fall. Ja, großes, das ist übrigens der gleiche. Die Steffi macht immer alles schon. Ist auch gut so. Sollst du ja. Ja, und diese Gasdruckdämpfer, die sind doch auch, das ist schon toll, ne? Gasdruckdämpfer hier vorne. Ist übrigens genau das gleiche Kochfeld, das habe ich auch. Das ist das mit den 3 Flammen. Gut, die 3 kann man verwenden bei mir. Allerdings ausziehbarer Tisch. Einmal feste ziehen. Einer an. Genau. Das ist ja. Pass auf, da darf aber keiner die Finger dazwischen haben. Aber nicht. Nee. Nee, das funktioniert. Du hast nur gerade eben die mittlere Tischplatte rausgezogen. Wenn du es noch einmal kurz rausziehst. So, und jetzt ist die mittlere Tischplatte muss einmal kurz, wenn du es mal kurz hochhebst ein bisschen. Die war aus der Führung draußen. So, Du hast hier hochgezogen. Ja, ja. Warte mal kurz. Einmal kurz hier rein. Dann kannst du die in die Führung reinmachen. So, auf jeden Fall geht das zu gleich. Jetzt nicht mehr. Aber riesig. Ja. Da kannst du richtigen Ja, Mensch, ärger dich nicht spielen. Jetzt Das ist ein Familientisch. können wir das nicht einmal Nee. machen? Einmal hoch, jetzt hochheben, warte. Ich gebe euch ein Zeichen, ganz hoch. Ganz hoch. So, und jetzt einmal in die Führung. Da sind so Löcher drin. Du hast es rausgezogen. Siehst du es? Ja. Als du es eben hochgehoben hast, das darf man nicht hochheben. So, jetzt in der Führung drin. Ist es drin. Zusammenschieben. Ach, guck mal. Ich habe denselben Tisch. Dieselbe Mechanik. Groß. Riesig. 89,9. Da ist jetzt Garantie drauf, wenn ich ihn kaufe, ein Jahr, oder? Ja, das ist die Händlergewährleistung natürlich. Bei Gebrauchtfahrzeugen ist das so. Man kann aber auch dann eben halt eine Garantie dazu kaufen. Eine Gebrauchtwagengarantie, ne? Wo Motor, Getriebe, keine Verschleißteile, aber alle Einbauteile, die hier drin sind, dann auch dem Zeitwert entsprechend bezuschusst werden. Aber total gemütlich ist es. Absolut, ja. Also, Ja, und da kann man sich, wenn man jetzt hier drin sitzt, kann man sich zum Beispiel auch vorstellen, oder tatsächlich vorstellen, dass Leute hier Halbes Jahr. ein halbes Jahr irgendwo in Absolut. Spanien wohnen Absolut. oder in ich meine, Portugal manche oder wo. auch Hotelzimmer immer. sind nicht größer. Das ist Also, richtig. Spanien, die stehen ja nicht alleine, sondern das sind Grüppchen, die treffen sich da. Die Da hat treffen jeder so ein sich, genau. Fahrzeug. Die gehen von einem Fahrzeug zum anderen. Das ist eher so Zeltlager-Feeling. Ja. Das heißt, die kennen sich alle. Das ist eine ganz große Community in diesem Fahrzeugbereich. Die kennen sich, die haben WhatsApp-Gruppen mittlerweile. Ja. Früher haben sie wahrscheinlich noch angerufen, aber heute geht alles über WhatsApp-Gruppen. Wahnsinn, oder? Ganz früher gab es Ja. noch Walkie-Talkie. Ich bin mit meinen Eltern als Kind nach Spanien gefahren im Auto und die hatten Walkie-Talkies. Echt? Daran erinnere ich mich. Mhm. Oder, also- Mit meiner Tante dann über Walkie-Talkie. CB-Funk, ne? Oder sowas. Was auch Wahrscheinlich immer. CB-Funk. Walkie-Talkie, also so dieses, wo du reinsprichst und dann kommt das an der anderen Seite wieder an. Wir haben auch Kunden, die sind hier hingekommen, die wollten vom größeren Fahrzeug auf ein kleineres Fahrzeug geben, weil die sagen, und plötzlich ging die Tür auf und irgendeine Frau sagte da, unser Kevin wollte sich mal das Auto angucken. Ne? Und da haben die gesagt, das wollten wir dann nicht. Ja, aber das habe ich schon mal. Aber das
Ist halt so, ich sage mal, bei so großen Fahrzeugen vermuten ja alle immer, dass die Leute unglaublich, ich sag mal, unfreundlich sind, versnobbt. Also ich gehe immer hin, ich sage allen guten Tag und ich meine, die sehen ja ich habe einen kleinen Sohn dabei und so. Dann erkläre ich auch immer hier, es ist vom Fernsehen das Senderfahrzeug, weil wir ja immer nur auf Dreharbeiten damit sind und so. Ich glaube, das ist eine Frage, wie du da reinrufst. Ich glaube, Ja, wenn du da... Ich denke auch. Es ist immer ein Miteinander, sag ich mal. Aber beim Camping ist es tatsächlich so, dass sich dann irgendwann mal die Leute alle treffen und zusammensetzen neben ihrem Fahrzeug. Und in Frankreich kann ich mich erinnern, als wir das erste Mal mit dem Wohnwagen dann nach Frankreich gefahren sind, dann gab es da so eine Treppe, wo es dann runterging zum Strand. Und dann saßen dann am Abend, wenn die Sonne unterging, ich glaube 40 oder 50 Leute an dieser Strandtreppe, die kannten sich nicht. Jeder hat was zu trinken mitgebracht. Das war ein ungemein schönes Gefühl, so ein Gemeinschaftserlebnis. Das ist schon toll. Das glaube ich. Und das hast du dann jeden Tag. Überleg mal. Und das dann in Portugal bei einem Wetter, wo du dann hier vielleicht 6 Grad hast und Regen. In Portugal hast du dann tagsüber 20 Grad, wenn du Glück hast. Oder teilweise noch mehr. Aber wenn das so weitergeht mit unserem Wetter, werden wir im Winter auch warme Winter haben. Und Auch hier in Mülheim. auch in Mülheim an der Ruhr, ja. Und wir hatten auch sehr heiße Sommer, aber das wissen die Leute ja auch, dass wir dann hier 40 Grad draußen hatten, aber 60 Grad in den Fahrzeugen. Und die dann zu verkaufen, das ist dann schon manchmal eine Herausforderung. Ja, das ist hot. 60 Grad. So, damit. Es ist interessant, dass es dann Fahrzeuge gibt, die also dann mit Klimaanlage gut ausgestattet sind oder Wohnwagen, wo also zum Beispiel bei Stärkemann der Kühlschrank immer noch so funktioniert, dass er bei innen 60 Grad Eiswürfel produzieren kann. Also bei der Gelegenheit nochmal deutlich, wir haben auch Stärkemann an. Ihr habt doch Stärkemann. So. Ich musste gerade nur so lachen, weil das Kissen einfach so lustige Geräusche gemacht hat. Ja, das ist nämlich, wenn man sich reinlegt, mach mal, dann fängt es nämlich an zu zischen. Da ist Luft drin. Das Kissenpaket war hier mit dabei, echtes Leder. Moment. Habt ihr das gehört? Ja, das ist das Ausatmen des Kissens. Das Ausatmen des Kissens. Aber hier ist auch total gemütlich. Ja, absolut. Hier ist jede Ecke total gemütlich. Man merkt auch, also ich finde es bei den anderen auch, aber wie so Ledercouchen, ne? Wenn die neu sind, dann sind die noch so neu. Das war jetzt auch eine tolle Aussage, aber die ist jetzt schon so ein bisschen eingelegen. So alte Ledercouchen, die sind total so, da legt man sich so rein, die sind schon so eingelegen. So ist das hier auch ein bisschen. Also ich Patina. würde das jetzt Patina. Zeit nennen, Ja. genau. Das Ja. ist etwas. Ich finde Patina Also gut. Steffi, wenn wir hier weiterdrehen, kann es durchaus sein, dass du dann, wenn du hier wegfährst, mit einem Wohnmobil wegfährst und sagst, ich kaufe mir jetzt eins. Ist so. So, wir gehen jetzt mal raus, bevor die Steffi noch genötigt wird, sowas zu kaufen. Weil der Roland ist ein guter Verkäufer, muss man direkt sagen. Denn er verkauft nicht durch Drücken, sondern durch Saugen. Bedeutet konkret, er überzeugt die Leute. So sieht er komplett von außen aus. Was auch wirklich toll ist, ist, dass die Form sich gar nicht so stark gewandelt hat. Das heißt, man fährt also immer noch mit einem hochaktuellen Fahrzeug. Und ich sag mal, so ein großer Hümer hier, der stellt schon was dar. Das ist also eine ganz tolle Investition. Und 89,9, wer sich auskennt mit Hubstützen, mit wahrscheinlich Solar, mit Vollausstattung, mit Winterreifen, mit Riesengarage. Die habt ihr schon gesehen. Haben wir schon gesehen, haben wir schon aufgemacht. Also das ist ja quasi die Zweitwohnung, ne? Die kann ich ja untervermieten, wenn ich auf dem Wohnmobilplatz bin. Ja, die Steffi musste schon wieder rein in die Zweitwohnung. Stell euch mal davor, Fotofinish für ich bin größer als du, sagt sie. Hier ist er, der Hümerkar. Danke, tschüss.